Die Frauen- und Geschlechtergeschichte ist vor allen Dingen eine Perspektive auf die Geschichte. Sie ist auch ein besonderer Teilbereich der Geschichte, aber ich vertrete eher die Position, dass wir eine Perspektive einnehmen, wenn wir Frauen- und Geschlechtergeschichte betreiben. Was heißt das konkret? Wir wollen zum Beispiel Frauen in der Geschichte sichtbar machen. Das ist völlig unabhängig von irgendeinem konkreten Thema. Wir wollen aber auch Weiblichkeit in historischer Perspektive untersuchen. Dazu kann ich vielleicht später auch noch mehr sagen. Wir wollen Ordnungen der Geschlechter sichtbar machen. Da geht es um die Frage von Machtbeziehungen zwischen der Gruppe der Frauen und der Gruppe der Männer oder auch zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit. Wir wollen aber auch die Geschichte von Männern und Männlichkeit analysieren. Auch das gehört zur Geschlechtergeschichte, nicht zur Frauengeschichte. All das zusammen, diese ganzen Teilbereiche, bezeichnen wir als Frauen- und Geschlechtergeschichte. Es geht darum, im Großen die natürliche Ordnung der Geschlechter, also der Ordnung zwischen Männern und Frauen oder Weiblichkeit und Männlichkeit in einer Gesellschaft, sichtbar zu machen, und zwar sichtbar zu machen als eine historisch gewachsene Ordnungsvorstellung. Das tun wir an verschiedenen Beispielen und Themengebieten, Bereichen. Und ich kann, glaube ich, hier schon mal sagen, dass man das eigentlich überall mit jedem Thema der Geschichtswissenschaft machen kann. Ob es getan wird, ist eine andere Frage. Aber theoretisch ist es möglich, jeden Bereich der Geschichtswissenschaft aus einer frauen- und geschlechterhistorischen Perspektive sich anzuschauen. Mir ist wichtig, hier auch nochmal zu betonen, dass es da eine historische Entwicklung gegeben hat. Also die Frauen- und Geschlechtergeschichte klingt jetzt sehr gleichberechtigt. Es ist aber, dahinter steht aber eine historische Entwicklung. Es hat zuerst die Frauengeschichte gegeben, übrigens schon auch im Mittelalter. Denken Sie an Christine de Pizan, Stadt der Frauen. Auch in der frühen Neuzeit im 19. Jahrhundert und dann auch im frühen 20. Jahrhundert. Und aus dieser Frauengeschichte hat sich in der Nachkriegszeit, konkreter in den 70er, 80er, 90er Jahren, dann auch die Geschlechtergeschichte entwickelt. Wichtig finde ich diese Perspektive, weil sie eine der zentralen Einordnungen von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft thematisieren und explizit ansprechen, also sichtbar machen. Diese Unterscheidung zwischen Männern und Frauen oder Männlichkeit und Weiblichkeit ist sehr, sehr entscheidend für uns. Zum einen denken Sie an den Alltag. Es gibt kaum eine Alltagssituation, in der Sie nicht sich fragen, sitze ich einer Frau oder einem Mann gegenüber? Oder warum bin ich so verunsichert, dass ich das jetzt nicht zuordnen kann? Wir alle wollen uns im Alltag entsprechend verhalten. Daran können wir schon mal sehen, dass diese Einordnung in Männern und Frauen wichtig ist für die Alltagskommunikation, für unser gesamtes Leben. Sie hat sehr viel aber auch damit zu tun, dass über die Unterteilung in Männern und Frauen Macht verteilt wird. Das ist eine Frage der Machtverteilung. Es werden Ressourcen verteilt. Wer kann was wo lernen, zum Beispiel. Und das hat sich auch historisch verändert, entwickelt. Wer bekommt Möglichkeiten der Partizipation und unter welchen Bedingungen? Ganz wichtiges Thema der Frauengeschichte, wenn man an das Wahlrecht denkt. Kurz, die gesamte Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, hängt auch davon ab, in welche Kategorie wir gehören, ob wir eine Frau oder ein Mann genannt werden. Jetzt unabhängig davon, ob diese Person sich tatsächlich so fühlt oder auch so selbst darstellen möchte. Und in modernen Gesellschaften, und über die spreche ich jetzt, ist eben die Frage der Gleichheit der Menschen ein zentraler Wert. Wir gehen davon aus, alle Menschen sind gleich. Und es darf keine Unterschiede geben, die dazu führen, dass wir unterschiedlichen Zugang zu Ressourcen, unterschiedliche Zugänge zur Macht, unterschiedliche Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten haben. Tatsächlich ist es aber so, dass das Geschlecht uns unterschiedliche Möglichkeiten der Lebensgestaltung zuweist. Und deswegen glaube ich, dass die Frauen- und Geschlechtergeschichte hilft, diesen angeblich so natürlichen Vorgang historisch zu verstehen. Und zu verstehen, dass die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen möglicherweise da ist, aber welche Folgen als Macht
Konstellationen sich daraus ergeben. Dafür ist die Frauen- und Geschlechtergeschichte sehr wichtig. Ich habe gesagt, Frauen- und Geschlechtergeschichte ist eine Perspektive auf Geschichte. Es gibt da den sehr schönen Begriff des Sehepunktes von Chladenius, der besagt, dass wir einen Sehepunkt einnehmen, wenn wir uns eine Geschichte oder auch die Geschichte anschauen. Und dieser Sehepunkt bewirkt, dass wir bestimmte Dinge sehen und bestimmte Dinge nicht sehen. Und Frauen- und Geschlechtergeschichte ist so ein Sehepunkt, den man einnehmen kann auf alles in der Geschichtswissenschaft. Praktisch wie eine Brille, die wir aufsetzen und dann etwas sehen. Und wenn man diese Brille erstmal auf hat, das ist meine These, kann man sie nicht wieder absetzen. Also jede Person, die ich kenne, die sich einmal mit Frauen- und Geschlechtergeschichte beschäftigt hat, nimmt diese Perspektive immer wieder neu auf.